Liebe Jungfrau, was ist wichtig für dich, damit deine Manifestation, dein Wunsch in Erfüllung geht? Wo sind die Blockaden? Wo sind die Möglichkeiten? Das schauen wir uns heute an. Und bevor wir starten, liebe Jungfrau, denk daran, das sind allgemeine Botschaften. Nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Liebe Jungfrau, deine Botschaften für deine Manifestation, für deine Wünsche, damit diese so schnell wie möglich wahr werden. Wir haben hier die Karte der Beziehung. Ich werde den Text mal vorlesen. Liebe Jungfrau, deine wichtigste Beziehung ist die mit dir selbst und Gott. Und jede andere Beziehung hat dort ihren Anfang. Um eine Beziehung zu ermöglichen, zu heilen oder ins Gleichgewicht zu bringen, kuschele dich enger an deinen liebevollen Schöpfer. Wenn du dich in deiner Seele sicher und geliebt fühlst, werden deine anderen Beziehungen auf die gleiche Weise erblühen und gedeihen. Liebe Jungfrau, hier geht es ganz stark um das eigene Ich, also um das eigene Selbst. Das heißt, hier geht es ganz stark, dass du jetzt dich selbst auch ein bisschen beobachtest. Wie gehst du mit dir um? Wie redest du mit dir? Bist du die ganze Zeit dich selbst am Kritisieren? Ärgerst du dich über dich selbst? Es geht darum, dass du vielleicht gegenüber dir selbst ein bisschen mehr Mitgefühl zeigst, dass du dich selbst nicht kritisierst, dass du dich selbst nicht ärgerst über vielleicht vergangene Entscheidungen, sondern dass du liebevoll mit dir umgehst. Es geht darum, dass du die Beziehung zu dir selbst stärkst und aus dieser Energie heraus andere Beziehungen stärkst, deinen Weg auch stärkst. Weil je klarer und enger du mit dir selbst verbunden bist, desto stärker fühlst du auch dein wahres Selbst. Desto stärker kannst du dein wahres Selbst fühlen und verkörpern. Du spürst dann auch deine Bestimmung, deine Seelenaufgabe, deine Mission. Und diese Verbindung ist sehr schön, weil du fühlst dich danach auch nicht einsam. Weil du weißt und du erkennst dein Warum. Du erkennst dein Warum und deinen Weg. Und das ist wirklich sehr, sehr magisch. Wenn du merkst, liebe Jungfrau, du hast dort noch Themen, du bist blockiert und du kannst dein wahres Ich nicht halten, weil oft ist das Problem, dass wir immer wieder in die alte Identität hineinswitchen, weil die halt so in uns programmiert ist und durch Fleisch und Blut geht, dass wir manchmal Mühe haben, unser wahres Ich, unsere neue Identität, unsere wahre Identität zu halten. Wenn du merkst, dass du das hast, komm gerne ins Identity Shift Programm. Start ist Oktober, 14 Wochen lang, und dort geht es um Shiften, Shiften, Shiften. Transformation, Transformation. Es geht darum, dich vorzubereiten, dass das Jahr 2027 zu deinem Jahr wird. Es geht darum, dass du dich getraust, dein wahres Selbst zu verkörpern, zu leben, dass die Stimme von deinem Nicht-Selbst nicht mehr so laut ist, dass die Stimme von deiner alten Identität nicht mehr so dominant ist und keine Macht mehr über dich hat. Darum geht es. Also wenn du Interesse hast, schau gerne rein. Unten findest du alle Informationen zu diesem Programm. Ja, liebe Jungfrau, wir gehen da gleich etwas tiefer rein. Und zwar, worauf solltest du dich bei Manifestation, also bei deinem Wunsch Manifestation fokussieren? Auf deine Chancen, auf Fülle. Fokus auf Fülle. Ganz, ganz, ganz wichtig, liebe Jungfrau. Erkenne die Chancen. Erkenne die Fülle. Was macht dich glücklich? Was bereichert dich? Und also wäre dir zuerst bewusst, was macht dich überhaupt glücklich? Was macht dich glücklich? Was ganz genau? Und was fühlt sich an wie, oh mein Gott, mein Herz geht auf? Wann hast du solche Situationen? Werde dir zuerst dessen bewusst, und wenn du dieses Bewusstsein hast,
erkenne die Chancen. Ich weiß nicht, ob du dieses Gesetz der Resonanz kennst, oder viele kennen das Gesetz der Annahme, das Gesetz der Anziehung, aber es gibt auch das Gesetz der Resonanz. Und je stärker du in diesem Bewusstsein bist, was dich wirklich erfüllt, desto stärker wirst du diese Resonanz auch fühlen im Außen, Chancen erkennen. Das darf dein Fokus sein, wirklich hier große Chancen. Was blockiert deine Manifestation, liebe Jungfrau? Was ist die Blockade? Das Gleichgewicht. Im Fluss bleiben. Also es ist vielleicht ein bisschen zu stockig oder zu sehr im Stop-and-Go-Modus. Es darf fließen. Es darf wirklich fließen in deinem Tempo. Es braucht ein bisschen mehr Gleichgewicht. Und Gleichgewicht auf allen Ebenen. Schau mal genau hin, wenn du die ganze Zeit im Kopf bist, fehlt das Gleichgewicht zu hier. Es braucht beides. Hier und hier. Es braucht das Innen und danach auch das Außen. Wo bist du im Ungleichgewicht? Bist du zu sehr im Inneren, dann kommst du nie in die Verkörperung. Kommst du nie in die Handlung. Oder bist du so sehr in der Handlung, dass du wieder hier nicht bist. Oder bist du so sehr hier, dann bist du in der Stagnation. Also Stagnation ist oft ein Zeichen, dass wir zu sehr im Kopf sind oder eben zu sehr hier. Und wenn wir einfach machen und tun und es kommt kein Resultat, dann sind wir zu sehr im Außen und zu wenig hier. Also hier irgendwo braucht es ein bisschen mehr Balance, damit du auch die Chancen erkennst. Weil sonst kann es sein, dass du an ihnen vorbeiläufst, ganz einfach, dass du die gar nicht siehst. Dass du denkst, ich bekomme nie Chancen, dabei bist du an 5 Chancen vorbeigerannt und hast es nicht bemerkt. Und ganz wichtig, Chancen können auch Impulse sein. Deine Intuition, Ideen, das können auch Chancen sein oder Informationen oder Worte, die du hörst. Also wir haben immer das Gefühl, Chancen muss so groß sein wie ein Plakat. Hey, hier eine Chance, eine neue Stelle hier für dich. Nein, ist sehr selten so. Chancen kommen oft leise, sie kreuzen deinen Weg. Und dann ist es eben wichtig, dass du anhältst, die Chance nimmst und mitnimmst auf deinem Weg. Ganz, ganz wichtig. Welche Schritte sind jetzt wichtig für dich, liebe Jungfrau, damit deine Manifestation so schnell wie möglich in Erfüllung geht? Wir nehmen 3 Schritte. Wir haben hier einmal, schauen, was haben wir hier? König der Stäbe, 5 der Stäbe und Bube der Stäbe. Also hier mit König der Stäbe, es ist wichtig, dass du jetzt so ein bisschen in diese Schöpferenergie kommst, dass du in die Handlung kommst. Falls du das Thema Beruf hast, könnte es eventuell auch das Thema Selbstständigkeit hindeuten, dass du dort so wie ein bisschen in diese Leader-Energie reinkommst, in diese Führungsenergie. Aber es ist auch wichtig, dass du ganz genau schaust, wo investierst du deine Energie, weil es wird angezeigt, dass du dazu neigst, in Situationen oder Projekte oder in Wege Energie zu investieren, die dich gar nicht erfüllen. Also warum machst du das? Also es wird angezeigt, dass du zum Teil Kämpfe ausführst, die dir nichts bringen. Erkenne, welchen Kampf du führst, der dir so nichts bringt. Erkenne auch, wo du Energie investierst, aber es erfüllt dich gar nicht. Also es ist wie, als würdest du jetzt in einen Job investieren, der dich gar nicht erfüllt. Warum investierst du in diesen Job und nicht in etwas, zum Beispiel eine Weiterbildung, eine Ausbildung, die dich wirklich erfüllt? Es geht darum, dass du erkennst, wo stecke ich jetzt meine Energie hinein? Erfüllt mich das wirklich oder folge ich einfach dem Kopf, der Logik, oder? Das ist ganz, ganz wichtig, weil hier nämlich ein bisschen Zeitverschwendung war. Es kann sein, dass du Zeit verschwendest, wenn du zu sehr oder unbewusst Energie in etwas reinsteckst, was dich null erfüllt, wenn du ganz ehrlich bist. So ein bisschen den 0815-Weg gehst. Aber das Herz ist nicht dabei, zum Beispiel.
Der dritte Schritt, was wichtig ist, Bube der Stäbe, es ist an der Zeit, dein Abenteuer zu leben. Also es kann eventuell auch das Thema Reisen hindeuten. Entweder also richtige Reise, also dass du vielleicht durch Länder reisen solltest oder eine berufliche Reise, ein berufliches Abenteuer. Oder natürlich auch beim Thema Liebe. Es geht darum, eine neue Reise anzutreten, ein neues Abenteuer, deinen Horizont zu erweitern, etwas zu erleben, was du nicht kennst, wo es dich hinzieht. Wo zieht es dich hin? Wenn du ganz klar bist in deiner Manifestation, kann es sein, dass in diesem Bereich vielleicht wie diese bewusste Reise braucht, dass du bewusst in diese Richtung gehst oder vielleicht eben bewusst dort deinen Horizont erweiterst. Es geht wirklich um diesen, ich gehe jetzt mal einen Weg, den ich noch nie gegangen bin. Ein bisschen diese Energie, aber die kann sich natürlich unterschiedlich bei jedem zeigen. Das sehe ich einfach ganz stark. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, liebe Jungfrau? Ja, schau genau hin, wo drehst du dich im Kreis. Eventuell sehe ich auch hier das Thema Finanzen. Vielleicht sitzt du zu sehr auf dem Geld, also oder du gehst nur dem Geld nach. Also hier schau genau hin, rennst du nur dem Status nach oder dem Geld oder rennst du dem Herzen nach? Weil du kannst beides haben. Du kannst hier und Geld haben. Also hier einfach schauen, wo drehst du dich im Kreis und woran hältst du fest, vor allem wenn es um materielle Güter geht. Schauen wir mal, was ist im Schatten, liebe Jungfrau? Irgendein Sternzeichen hat das auch, aber ich weiß gar nicht mehr welches. Es ist an der Zeit, jetzt etwas Neues aufzubauen. Das ist dir vielleicht nicht so bewusst. Es braucht dieses Fundament, damit diese Manifestation kommen kann. Weil diese Manifestation, dort lebst du ja eine Version von dir, die du vielleicht noch nicht bist. Und du musst zu dieser Version werden, damit du Platz hast. Und damit du diese Version wirst, braucht es eben dieses Fundament. Und darauf kannst du aufbauen. Also frag dich, welches Fundament ist nötig? Und frag dich, ist es wirklich nötig oder ist es einfach aus dem Kopf? Weil manchmal verlieren wir uns auch beim Thema Fundament aufbauen und dann gehen wir nie vorwärts. Weil bei dir wird ja gezeigt, es ist an der Zeit vorwärts zu gehen, aber auch zu erkennen, wo steckst du deine Energie rein? In unnötige Dinge, die dich gar nicht vorwärts bringen. Also da ganz, ganz tief schauen und sonst schau gerne mal unten rein, dort findest du alle meine Angebote. Ja, liebe Jungfrau, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal.